Natürlich. Watatata, pum, tapum, pum. Stellt euch einfach mal Bilder ein, wie ich mal aussah. Ich mag die Rap-Lieder und ich mag Hip-Hop. Auch einfach mal zugeben. Hi im Case, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute mit einem Q&A. Ein paar von euch haben sich nämlich ein paar Fragen sich gestellt, beziehungsweise mir gestellt und die werde ich jetzt beantworten, deswegen let's go. Die erste Frage ist, welche K-Pop-Gruppen standst du und welche Gruppen sind deine Alt-Groups? Ich blende euch einfach mal ein, die Gruppen, über die ich so ein Auge habe, also wo ich halt so gucke, was die so machen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich voll der Stan von denen bin, weil ich teilweise da nicht wirklich jeden Content und so gesuchtet habe. Ich würde sagen, bei den Boygroups wären so in meinen Top 3 auf jeden Fall Stray Kids, ATEEZ und BTS. Und wenn ich Top 5 sagen würde, wären da auch noch ENHYPEN und TXT mit dabei. Und bei den Girlgroups ist Mamamoo, ITZY und TWICE, würde ich sagen. Also um euch das so ein bisschen zu erklären, es gibt einfach Gruppen, da kennt man zum Beispiel die Musik, aber ich wüsste jetzt nicht, wie jeder von denen heißt. Zum Beispiel bei The Boys. Ich kenne ein paar Lieder von denen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen. Und deswegen würde ich eher sagen, ich habe so ein bisschen Plan, aber ich stan die nicht so komplett. Wisst ihr, wie ich meine? Müsste ich eine Gruppe sagen, wo ich wirklich alles gesuchtet habe, was es an Content gibt und wo ich wirklich sagen würde, okay, ich bin ein richtiger Fan von denen, dann wäre es auf jeden Fall BTS. Ach so, ich habe jetzt Solo-Artists gar nicht genannt. Okay, wenn ich bei den Girlgroups noch weitergehen würde, dann wären da auch noch Hyuna und Jessie mit dabei. Wie alt bist du? Ich bin, ich wollte gerade 22 sagen, ich bin 21 und werde am 19. Februar 22. Was ist zurzeit dein Lieblingslied? Ich bin zurzeit absolut hängen geblieben auf einem Lied von ATEEZ und zwar Dazzling Light. No cap, ich bin so jemand, ich habe so meine Phasen, wo ich einfach komplett Content von einer Gruppe durchsuchte. Und es war einfach jetzt gerade ATEEZ, ich habe mir nochmal die alten Alben angehört und habe Dazzling Light gehört und ich war so Who you, who am I? Und dann dieses da, 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 da. Aus welchem Land kommst du? Meine Eltern kommen ursprünglich aus... Nee, also meine Eltern kommen aus Indien. Ich komme ursprünglich aus Indien. Meine beiden Eltern kommen aber aus Indien. Wie kam es dazu, dass du YouTube und Social Media angefangen hast? Das hat alles bei TikTok begonnen. Ich hatte meinen Account, der unter meinem Namen lief, und zwar irgendwas mit Moisha. Und ich wollte aber einen TikTok-Account haben, wo ich cringe Sachen posten kann, ohne dass die Leute in meinem Umkreis das mitkriegen. Hat ja gut geklappt, nicht? Aber auf jeden Fall wollte ich so einen zweiten Account haben. Und so ist das Ganze entstanden. Der K-Pop-Jungle hieß früher tatsächlich Random Stuff, irgendwas mit Random Stuff. Und es war Zufall, dass das erste Video einfach über Digital oder so war. Und es war auch Zufall, dass das zweite Video über BTS Livestreams war. Und dadurch ist das einfach so ein K-Pop-Kanal geworden. Eigentlich sollte das gar kein K-Pop-Channel werden, es sollte so ein Random-Channel werden. Aber es war einfach... Der Wind hat uns dahin geweht und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Deswegen, ja, unter diesem Livestream-TikTok, weil ich dann mal gepostet hatte, kam die Frage, woher weiß man denn, dass die Lives machen und so. Dann habe ich das mit einem TikTok beantwortet, wie das geht. Und so wurde das so zu so einem Tutorial-Kanal, aber auch so zu einem News-Kanal, aber auch zu so einem generellen K-Pop-Jungle einfach. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und dass wir dann auf YouTube gelandet sind, war eigentlich auch eher so, dass es sich gewünscht wurde von der Community. Ich so, okay, ich habe ein bisschen Angst vor YouTube. Leute, lasst das mal zusammen machen. So, das ist unser Kanal, wisst ihr, so ist YouTube entstanden. Und Insta war dann tatsächlich eher so dafür, dass ich kurz und knapp die News poste in meine Story. Hat nicht so geklappt. Das kriegen wir alles noch hin. Hast du schon Watata von Kepler gehört? Natürlich. Watatata, boom, tap, pum, pum, tap, boom, 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 like supersonic. Let's go. Watata, watata, dalya, boom, 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 me gum, 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 ya, DJ, oh, hey, oh, no, watatata. Ja, ich habe es gehört. Gehst du auf das K-Pop-Festival in Frankfurt? Yes, I do. Ich habe Karten und ich werde da sein. Wer glaubst du, wird noch beim K-Pop-Festival in Frankfurt sein? Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Habt ihr irgendwelche Vermutungen? Wenn ja, schreibt die mal in die Kommentare. Was sagst du zu deinem jetzigen YouTube-Stand? Unnormal dankbar. Also wirklich, ihr wisst... Ich habe keine Ziele gehabt mit YouTube, wisst ihr?
Und deswegen fand ich die 100 Follower schon krass. Und ich finde es halt auch heftig, dass wir jetzt fast bei 5000 Menschen sind. Finde ich sehr heftig. Deswegen Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Aber ich persönlich freue mich halt wirklich jedes Mal immer sehr, wenn ich sehe, oh, es gibt einen Kommentar. Weil das, finde ich, ist für mich persönlich das Geilste an YouTube, dass du halt mit Leuten kommunizieren kannst. Und je mehr Leute diesem Gespräch joinen und ihre Meinung reinschreiben, desto geiler finde ich das. Weil dann fühle ich mich nicht nur so, als würde ich gerade mit dem Handy sprechen, sondern wirklich mit Leuten. Weil dann kommt da auch so eine Antwort. Lass doch gerne einen Kommentar da. Was wünschst du dir für die Zukunft? Für die nahe Zukunft wünsche ich mir, dass alles so klappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Für die Zukunft wünscht man sich natürlich Gesundheit und sowas. Sagen wir so, falls ihr mich weiterhin verfolgt, werdet ihr innerhalb dieses Jahres wissen, was ich damit gemeint habe mit hoffentlich klappt alles so, wie ich es geplant habe. Wie bist du zu K-Pop gekommen? Ich bin zu K-Pop gekommen durch meine Schwester. Meine Schwester kannte so schon ein paar, also die kannte so ein paar von Monster X, ein paar von GOT7 und auch natürlich BTS und so, aber die ist da nie richtig so reingestiegen. Und das finde ich krank, weil sie hat mir dann gezeigt, so, guck mal, das Video ist voll cool, das ist so japanisch oder koreanisch, aber guck dir das einfach mal an, das ist wirklich geil. Was sie mir gezeigt hat, war Vegeta von Augustin und ich war so, das ist richtig gut gemacht. I love it. Like, show me more. Durch meine Schwester habe ich tatsächlich meinen Weg zu K-Pop gefunden. Wie alt warst du, als du K-Pop gefunden oder gehört hast? Also ich glaube, wir nehmen jetzt mal Gangnam Style raus, weil Gangnam Style hat jeder gehört, ohne zu wissen, dass es K-Pop war. Okay, Leute, ich habe Gangnam Style damals gehört und habe, ohne es zu wissen, habe ich K-Pop Coverdance aufgeführt. Es ist unvorstellbar, oder? Falls ihr ein Storytime dazu wollt, sagt mir gerne Bescheid. Ich hab einfach zu Blackpink und Psy getanzt, ohne zu wissen, wer die überhaupt sind. Hey, was machst du gerade beruflich? Machst du eine Ausbildung oder ein Studium und bist du glücklich damit? Ich mache aktuell ein duales Studium bei einer Kreisverwaltung. Ich glaube, der Studiengang heißt einfach Allgemeine Verwaltung oder so. Das Coole an meinem Studium ist halt, dass ich, sagen wir mal 6 Monate, es sind nicht 6 Monate, aber 6 Monate komplett halt arbeite und 6 Monate komplett studiere. Also ich kriege trotzdem jeden Monat Geld, aber dass das halt voneinander getrennt ist, finde ich eigentlich ziemlich geil, weil du dadurch Arbeitserfahrung sammeln kannst, aber auch gleichzeitig halt studierst und deinen Abschluss machst. Ich kann euch mal mehr zu meinem Studium erzählen, wenn ich fertig bin. Ich bin im Juni dieses Jahr fertig, yay! Und nach dem Juni kann ich euch dann mehr darüber erzählen, falls euch das interessiert. Bist du mit deiner aktuellen Figur zufrieden und hast du Tipps, wie man abnehmen kann? Also ich bin prinzipiell immer mit mir zufrieden. Also ich bin auch jetzt, so wie ich gerade bin, komplett happy, dass ich gesund bin. Das Ding bei mir und meiner Figur ist einfach, ich weiß, wie ich aussehen kann und wie ich mal aussah. Ich blende euch einfach mal Bilder ein, wie ich mal aussah. Und wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wie ich mal aussah, dann nervt mich das, wie ich jetzt aussehe, aber hätte ich den Vergleich mit früher nicht, dann würde mich gar nichts nerven. Wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt bin ich auch gerade zufrieden mit meiner Figur. Es ist nicht so, dass ich so vorm Spiegel stehe und so denke, oh. Aber ich beklage mich schon öfters mal darüber und das, ist nicht so gut. Deswegen probiere ich auch auf jeden Fall bald wieder mit Ernährung und Sport durchzustarten. Das sage ich ja jetzt nur so zum 9. Mal oder so, aber diesmal wird es bestimmt was. Das Ding ist, ich habe prinzipiell schon Ahnung von Ernährung und Sport. Mein Problem ist einfach nur, dass ich selber nicht durchziehe. Deswegen hätte ich theoretisch schon Tipps. Vielleicht können wir da mal in einem Livestream drüber reden. Oder? Ja. Kannst du mal eine Spotify-Playlist machen mit deinen Lieblingsliedern von K-Pop? Ja. Werde ich in Angriff nehmen? Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ihr könnt schon mal auf Spotify gehen und ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Kann man da Leuten folgen? Ich glaube schon. Ihr könnt auf Spotify folgen und dann werde ich morgen oder übermorgen die Playlists machen. Are you going to make more videos in English? Sure, why not? I will definitely consider that. But for now, I will stick to German videos with English subtitles. Yeah, probably in summer I can start making videos in English as well, so that this channel will be bilingual. We will have some German videos with English subtitles and some English videos with German subtitles. Yeah, why not? I will definitely think about that.
Welche K-Pop-Gruppe ist dir als erstes aufgefallen? Und das war BTS. Ich bin durch BTS zu K-Pop gekommen. Ja. Da du sehr gut tanzen kannst, wollte ich mal fragen, wie lange du gebraucht hast, um das Lied Alcohol Free zu lernen. Dankeschön erstmal. Für Alcohol Free, wo habe ich das überhaupt getanzt damals? Auf den Seychellen, richtig. Das hier war Alcohol Free, ne? Sagen wir 2-3 Stunden. 2-3 Stunden. Ja. Wie lange ich schon ARMY bin, seitdem meine Schwester mir das gezeigt hat. Und was mein erstes Lied von BTS war, was ich jemals gehört habe, war dementsprechend, wenn wir von Solo-Artists reden, Daechwita, das war das erste Lied überhaupt. Und ich glaube, von BTS selbst war es danach Mic Drop. Wie ist es so gelaufen? Ich glaube, das bezieht sich wahrscheinlich auf meine Klausuren. Ja, ganz gut, denke ich. Also ich habe noch keine Ergebnisse bekommen. Ich habe bisher nur für meine mündliche Prüfung das Ergebnis bekommen. Und da habe ich tatsächlich eine 1,0 bekommen. Wie geht es dir wirklich? Danke dafür, dass du so bist, wie du bist, rüberkommst. Danke dafür, dass du so bist, wie du bist, aber ich weiß, vielleicht bist du auch nicht so, wie du in den Videos bist, deswegen danke dafür, dass du so bist, wie du rüberkommst. Geil. Ja, mir geht es gut. I'm good. Wie geht's euch? Welches Lied von BTS magst du am meisten? Ganz schwierige Frage, wirklich. Weil prinzipiell wäre es auf jeden Fall irgendein Hip-Hop-Lied. So, aber eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면. Die Power, die Just One Day über mich hat, ist krank. Wirklich. Und ich musste auch einfach mal als jemand, der immer sagt, oh, ich mag die Rap-Lieder und ich mag Hip-Hop, auch einfach mal zugeben, dass Just One Day eins meiner Lieblingslieder ist. Wirklich. Ich kann es nicht ändern. Es ist, I love it. Es fängt auch mit Sugar's Rap schon an. Harumane, und dann Haruman. Oh, I love it so much. I love it so much. I love you so much. Dann waren natürlich noch viele Fragen zur Bias-Frage. Wer ist mein Bias und Stray Kids und BTS und wann verrate ich meinen Bias? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt hatte damals in den Streams, wann ich es verraten werde. Falls ihr es noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Und das war es tatsächlich auch schon mit unserem Q&A heute. Danke, dass ihr zugesehen habt und danke, dass ihr Interesse an mir und meinem Leben und an meinen Gedanken und an meinen Gefühlen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.